Willkommen zur nächsten Folge von mysupra.de. Mein Name ist Tobi und in dieser Folge zeige ich euch, wie ich hier vorne die Roststellen behandle, wie ich diese neu verschweiße, versiegle und wie ich das alles in Angriff nehme. Bleibt dabei! So, das ist jetzt mal noch die andere Kante. Wie man sieht, ist die Wölbung schön rausgearbeitet. Falls man die Rundung hier hinten nicht sauber hinkriegt, kann man eigentlich später von der Rückseite noch hier dagegen arbeiten. Schön auf dem Amboss. Und schön die Kurven eigentlich wieder rumziehen, damit man hier eine schöne Kurve hinkriegt. Ich habe jetzt hier schon mal die Falz gemacht und einmal schon mal umgebogen, damit es nachher unten am Ende einhaken kann und dann kann ich es eigentlich komplett rumlegen. Das ist jetzt eigentlich das Schwierige, noch mit der Falzgabel wirklich hinzugehen und nochmal eigentlich so einen Millimeter knapp Platz zu lassen und das ganze Stück aber einmal umzubiegen, damit ich später unten beim anderen Blech einfach einhaken kann. Wichtig ist, macht es gleichmäßig und macht es nicht auf einmal, weil sonst kann es sein, dass euch das Metall verzieht oder sogar einreißt. Wenn ihr es mal ein bisschen umgebogen habt, könnt ihr mal schauen, ob ihr es rumhammern könnt. Aber seid vorsichtig, sonst klappt es natürlich komplett zu. Oder geht hin und nehmt euch ein altes Stück Metall. Legt es rein, weil dann habt ihr den perfekten Abstand von dem anderen und klopft es dann um. Seht ihr die kleine Kante? Und mit der kann ich jetzt hingehen und kann eigentlich in das andere Blech hinfahren und dann so einhaken und einfach rundherum verschweißen. Beim Originalteil haben wir jetzt noch die kleine Falz, die hier lang geht. Das werde ich jetzt beim anderen Teil gerade noch schnell einzeichnen beim neuen und dann auch mit der Falzgabel anfangen umzulegen. So, jetzt habe ich es erstmal in die eine Richtung gebogen, also nach unten. Und jetzt wird im Prinzip die Hälfte von dieser Falz wieder nach oben gebogen, damit ich eigentlich so ein S hinbekomme. Und durch dieses S ist das ganze Bauteil, man merkt es jetzt schon, vorhin konnte ich es relativ leicht verbiegen, aber jetzt geht es schon relativ schwer. Wenn ich jetzt natürlich nochmal entgegengesetzt biege, habe ich da eine Stabilität drin, wie sie ja eigentlich bei einem Wellblech oder ähnliches ist. Das wird ja eigentlich eher so bei dem ganz normalen Karton, hast ja außen 2 Lagen und in der Mitte ist S. Und somit erreiche ich eigentlich, dass das ganze Ding mit der gleichen Materialstärke deutlich stabiler wird.
Wie ihr seht, kann man im Reitstock eigentlich schon die entgegengesetzte Biegung schon mal vornehmen. Und jetzt geht es eigentlich noch darum, das Ganze noch mal ein bisschen zu verfeinern, einfach mit der Falzgabel. So, einfach mal zum Anschauen. Im Vergleich zum Originalen. Meins ist halt ein bisschen länger, weil ich unten noch das komplette Stück mitgenommen habe. So, ich habe jetzt die Teile erstmal so nachgefertigt, wie ich es eigentlich vorhatte. Das heißt, es ist eigentlich so passgenau wie möglich, zumindest wie ich es jetzt am Bauteil nachfertigen konnte. Ich habe hier unten auch eine kleine überlappende Kerbe angebracht, wo ich es eigentlich dann auch wirklich einhaken kann von unten her und werde an der Stelle jetzt eigentlich auch mal pausieren. Hintergrund ist der, ich kann momentan an dem Punkt fast nicht mehr weitermachen, weil ich eigentlich am liebsten erst den Motor und alles rausnehmen würde, bevor ich hingehe und wirklich die Stelle lackiere, das Teil draufsetze, anschweiß und drüber lackiere. Das heißt, ich will eigentlich erst den Untergrund in dem Sinne einmal schön sauber haben, bevor ich jetzt hingehe, das Teil anschweiß und später nicht mehr schön drunter komme und es da dann anfängt zu rosten, weil kein Lack oder keine Versiegelung drauf ist. Ich werde es euch jetzt gerade mal ganz kurz in der Nahaufnahme zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise warum ich es dann wirklich jetzt pausiere. So, wie ihr jetzt seht, habe ich hier das Blech komplett nachgefertigt. Habe auch die ganzen Kanten schön sauber verschweißt und werde jetzt eigentlich abwarten, bis ich dann wirklich den Motor und alles draußen habe, dass ich hingehen kann und hier innen vom Motorraum her alles sauber lackieren kann, beziehungsweise dass ich erstmal die ganze Farbe und alles wegkriege, bevor ich es lackieren kann. Es wäre schwachsinnig, wenn ich hingehe und das originale Blech drüber setze. Das heißt, originale Blech, das nachgefertigte Blech. Wenn ich das hier drüber setze und schon alles festschweiß, aber komme später eigentlich beim Lackieren oder ähnliches oder beim Versiegeln nicht mehr sauber drunter. Somit werde ich jetzt eigentlich hingehen, werde in diesem Schritt jetzt einfach mal pausieren und erstmal die ganzen Geschichte mit Motor, Kabelbaum und den ganzen Geschichten hier vorne alles wegmachen, dass wir dann eigentlich wirklich den Motor komplett ausbauen können, bevor ich an dieser Stelle weitermache. Dazu werde ich eigentlich wieder kommen, wenn ich dann die komplette Karosserie trocken eisgestrahlt habe, beziehungsweise strahlen habe lassen und mit der Grundversiegelung und allem, wie ich es eigentlich vorhabe, weiter vorgehen kann.